Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube Video. Heute geht es um meine Faszination für die Marke Cartier und deren Modelle. Ich will euch etwas von dieser Faszination abgeben und hoffe, dass ihr euch genauso begeistern könnt wie ich. Viel Spaß! Wenn wir in die Entstehungsgeschichte meiner Passion und meiner Faszination für die Marke Cartier gucken, dann muss ich selbstverständlich über meinen Freund Raphael von Time by Raf reden. Der hat mich über viele, viele Monate, wahrscheinlich waren es ehrlich gesagt sogar Jahre, immer versucht zu bekehren. Ich habe eine ganz lange Zeit fast ausschließlich Vintage Omega, Vintage Longines Uhren und ein paar wenige Rolex gehandelt und entsprechend auch nur das gesammelt. Und Raff war immer sehr, wie sagt man, sehr forsch darin, dass ich mir unbedingt meine Cartier zulegen muss, einfach nur um dieses Gefühl für die Marke verstehen zu können. Denn ich war noch nicht so weit, wie ich es heute bin. Ich war auch noch nicht so tief vernetzt in der Szene oder in der Branche, wie ich es heute bin. Das heißt, ich hatte auch gar keine Berührung mit der Marke. Und tatsächlich war es dann so, ich habe ja damals noch in einer anderen Stadt gelebt, des Studiums wegen. Und dann kam eine Cartier Santos online in der Stadt. Und zwar wirklich wenige Meter von meiner damaligen Wohnung entfernt. Und Raff hat mir sofort den Link geschickt und gesagt, ja hier Simon, das ist doch wohl mal wirklich ein Zeichen, die ist so nah bei dir. Schnapp sie dir, Tiger, sozusagen. Gesagt, getan, ich habe mich mit dem Verkäufer getroffen, sehr netter Herr. Und die Uhr hat wirklich für mich ganz viel Bedeutung gehabt. Ich erkläre euch auch wieso. Nicht nur, weil es meine erste Cartier war, das ist schon ausschlaggebend genug, sondern weil der Erstbesitzer, also der Verkäufer war tatsächlich der Erstbesitzer, die Uhr selbst in den 80er Jahren bei Cartier auf der Goethestraße in Frankfurt gekauft hat, meine Heimatstadt. Und er hat seitdem alle Papiere, die Erstkaufrechnung, Box, Umbox und sogar das Geschenkpapier, in dem die Box verpackt war, aufgehoben. Auch alle Servicebelege, wie schon gesagt. Also das war wirklich ein Full-Set von einer wunderschönen 987901 Quarz Santos Galbé. Und die Uhr hat es mir angetan. Da war diese persönliche Beziehung zu der Uhr wegen der Herkunft aus Frankfurt. Da war aber auch die Ästhetik der Uhr itself. Sie stand mir super gut. Und ja, ich habe mich regelrecht in die Uhr verliebt. Sie über mehrere Wochen nicht mehr vom Handgelenk genommen. Und habe mich dann entsprechend auf die Suche gemacht, weil ich sagte, okay, die Uhr ist toll, aber die ist so toll und vor allem wegen dieser Frankfurt-Geschichte kann ich sie nicht abgeben. Die muss ich behalten. Heißt, die Uhr wanderte in meine Privatsammlung. Ich sagte aber, okay, die Uhr hat mir so gut gefallen, ich möchte die trotzdem meinen Kunden anbieten können. Heißt, ich habe mich auf die Suche gemacht nach einem weiteren Modell und bin während dieser Suche auf eine weitere First Owners Full Set Santos Galbé, wieder Referenz 987901 gestoßen und habe die dann auch ganz schnell, einfach weil ich sie haben wollte, gekauft. Das war dann wiederum die erste Santos, die ich anbieten durfte. Das war, oh Gott, das war im Frühjahr 2021, also jetzt knapp 2 Jahre her. Und von da an ja, ging meine Leidenschaft, aber natürlich auch mein Fokus innerhalb meiner Firma auf diese Marke los. Und es war wirklich wie ein Fegefeuer, das entfachte und seitdem sich auch nicht mehr eindämmen ließ, ehrlich gesagt. Im Laufe der Jahre durfte ich dann natürlich ganz viele verschiedene Cartier-Modelle, ob Santos, ob Tanks, aber auch absolute Exoten in den Händen halten und mich auch in den Verkauf dieser sozusagen einbringen. Ich habe schon einige wirklich wahnsinnig tolle Cartiers in meinen Händen halten dürfen und mich in den Verkauf, wie gesagt, mit eingebracht. Nicht jede dieser Uhren stammte von mir, teilweise war es ein Kommissionsgeschäft, teilweise waren es aber natürlich auch Vermittlungen. Und ich bin ganz stolz sagen zu können, dass ich mittlerweile wirklich einige der besten Cartiers der Welt sehen durfte. Nicht zuletzt auch bei den Auktionswochenenden in Genf in den vergangenen Jahren. Aber was löst jetzt genau meine Passion für die Marke aus? Die Herkunft einer Uhr kann dafür ja nicht ausreichen, klar. Ich verstehe Cartier für mich als eine Marke, die hochwertige, wahrscheinlich sogar hochwertigste Luxusuhren baut, diese aber immer wahnsinnig ästhetisch darstellt. Ich verstehe mich selbst als ein absoluter Ästhetiker. Mir ist Ästhetik und sozusagen das Joie de vivre und einfach die Schönheit der Dinge um mich herum sehr wichtig.
Und es gibt wenige, wenn nicht sogar keine Marke, die das verkörpert bekommt oder so gut verkörpert bekommt wie das Maison Cartier. Nicht zuletzt liegt das an der eigenen Firmenphilosophie der Marke. Mein guter Freund Raff hat mir mal in einem privaten Gespräch erzählt, und es ist mir genauso hängen geblieben: Das Maison Cartier baut nach eigenen Angaben und nach sozusagen eigener Firmenphilosophie, frei aus dem Französischen übersetzt, keine Armbanduhren, sondern Uhrenarmbänder. Das bedeutet, der Anspruch an sich selbst ist es, dass jede Uhr schmuckig und elegant zu tragen ist wie ein Armband und trotzdem der mechanische Aspekt nicht verschwindet oder der horologische Aspekt nicht verschwindet. Das beste Beispiel für dieses schmuckig Elegante von Cartier ist meiner Meinung nach die Cartier Santos. Keine andere Uhr spiegelt den Geist der Marke so sehr wider. Nicht zuletzt war es ja auch die allererste Herrenarmbanduhr, die angemeldet und ja, patentiert wurde, beziehungsweise offiziell gebaut wurde, mit der Santos Dumont für Alberto Santos Dumont 1904. Und von da an wurde dieses Design immer weitergeführt auf eine sehr, sehr schlüssige Art und Weise. Und dann 1978 mit der Einführung der Cartier Santos sozusagen zum absoluten Höhepunkt gebracht. Das war der Moment, als Cartier für sich die Designsprache gefunden hat, die sie bis heute, bis 2023 durchgezogen haben. Sie haben es geschafft, Uhren und Armbänder wirklich verschmelzen zu lassen, im Geiste der Zeit der 70er Jahre mit Royal Oak, Nautilus und Co. Und haben ein sehr, sehr schlüssiges Gesamtpaket mit der Santos Carré in dem Fall geschaffen, was sie dann mit den Galbé-Modellen weitergeführt haben. Die Kombination aus gebürsteten und polierten Flächen, aus perfekter Größe, aber trotzdem einem, ich sag mal, anstößigen Design, gerade bei der Santos Carré, das ist ja doch eine recht eckige und kantige Uhr, eine, die ja aneckt im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist für mich eine unfassbar stimmige und wunderschöne Uhr. Das äußert sich natürlich auch in den ganzen Prominenten, die diese und andere Uhren des Maison Cartier getragen haben. Von Andy Warhol über Michelle Obama bis hin zu Lady Diana haben mehr oder weniger alle wichtigen Personen dieses und des letzten Jahrhunderts sich schon mal mit einer Cartier-Uhr am Handgelenk ablichten lassen. Das ist einfach archetypisch für die Marke. Es steht für diese subtle, diese unterschwellige Eleganz und trotzdem den Luxus, den die Marke verkörpert. Luxus ist mir an der Stelle tatsächlich auch ein sehr wichtiger Begriff, denn obwohl Cartier-Uhren regelmäßig günstiger sind als Uhren der Konkurrenz, nehmen wir Rolex oder sogar die Haute Horlogerie, Vacheron Constantin, Patek Philippe und Audemars Piguet. Obwohl Cartier-Uhren, wie gesagt, regelmäßig günstiger sind, sind sie nicht schlechter bzw. wirken nicht schlechter. Natürlich sind im Zweifel keine Manufakturwerke verbaut. Natürlich sind im Zweifel weniger, das heißt aber nicht keine, weniger Edelmetalle verbaut. Trotzdem bekommt die Marke es hin, heute ist ja Old Money so ein beliebter Begriff im Internet, einen Old Money Vibe abzugeben, den viele andere Marken, nicht zuletzt auch Marken aus der Horlogerie, bedeutet meiner Meinung nach zum Beispiel Audemars Piguet mit dieser One Watch Brand Geschichte mit der Royal Oak, den Marken wie AP in dem Fall einfach nicht hinbekommen. Außerdem ist es auch ein weit verbreiteter Irrtum, dass Cartier gar keine oder größtenteils nur schlechte Werke verbaut hätte. Das stimmt nicht. Gerade in den 70er Jahren hat Cartier das FPG Kaliber 21 in vielen ihrer Ultra-Thin-Modelle, so zum Beispiel der Santos Dumont oder auch der Cartier Tortue verbaut. Das ist eines der hochwertigsten Werke überhaupt und war, als es in den 50er Jahren vorgestellt wurde, für eine kurze Zeit das flachste mechanische Uhrwerk, was jemals vorgestellt wurde. Im Laufe der Jahre ist Cartier natürlich auch wegen der Quarzkrise dazu übergegangen, sehr viele Quarzuhren zu produzieren. So zum Beispiel die Master Cartier Tank-Reihe, die zu großen Teilen Quarzuhren sind. Es gibt auch da Handaufzugsmodelle, die meisten sind aber Quarz. Aber selbst die mechanischen Kaliber sind keine billigen Werke. Das sind hochwertige ETA-Kaliber, sehr servicefreundlich, meistens von Cartier gebrandet, die sich gut revisionieren lassen, die gute Gangwerte machen und die auch von der Verarbeitung absolut valide sind. Man darf nicht vergessen, wir reden bei einigen dieser Uhren, wie anfangs schon erwähnt, von verhältnismäßig, gemessen an Marken wie Rolex und AP, von verhältnismäßig günstigen Uhren. So kostet beispielsweise eine 2960, wie ich sie hier vor mir habe, nur 5.000 Euro. Das ist eine Santos Carré aus den 80er Jahren, verglichen mit Modellen, also anderen Vorreitern großer Marken, mit einer Rolex Submariner, ich möchte nicht in die Haute Horlogerie gehen, aber auch einer Breitling Navitimer und Co., sind das zumindest mal faire, wenn nicht sogar noch verhältnismäßig geringe Preise.
abgesehen davon ist es in den 80er und 90er Jahren sowieso so gewesen, dass sehr, sehr viele Marken, weil sie von der Quarzkrise noch geschwächt waren, sich gar keine Manufakturkaliber mehr leisten konnten. Das bedeutet, man musste von den großen Herstellern, wie in dem Fall der ETA, einkaufen. Letzten Endes möchte ich noch auf die Bedeutung der Marke Cartier in der Mode eingehen. Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass viele Promis des 20. und auch 21. Jahrhunderts, momentan sind es Leute wie zum Beispiel Tyler, the Creator, absolute Cartier-Fans sind und wahnsinnig viel Cartier tragen. Diese Leute, Lady Diana ist ein anderes Beispiel, sind natürlich auch für die Modewelt absolute Vorreiter. Und so ist Cartier auch immer in gewisser Weise eine Modeuhr. Das ist natürlich ein Begriff, der jetzt ja doch die Gemüter ein bisschen spaltet. Unter Modeuhren versteht man ja oft diese super billigen Uhren von Armani oder Hugo Boss, Quarzwerke aus China, schlecht gefertigt. In dem Fall meine ich aber tatsächlich eine Uhr, die einfach mit Mode funktioniert und als modisches Accessoire auch Sinn macht. Das finde ich wahnsinnig schön, gerade als jemand, der sich auch für die sartorialen Hintergründe interessiert, ist es eine super Sache, jedes Outfit mit einer passenden Cartier kombinieren zu können. Gerade die Maste Cartier Tank-Reihe oder Modelle am Lederband sind zum Beispiel wahnsinnige Strap Queens. Das bedeutet, die kann man super mit verschiedensten Lederbändern kombinieren. Das gilt übrigens auch für die Santos. Auch die Santos, sowohl Carré als auch Galbi, kann man am Lederband tragen. Das sollte man einen Uhrmacher machen lassen, aber es geht. Und es macht wahnsinnig viel Spaß, diese Schmuckstücke, diese Uhrenarmbänder, wie ich vorhin schon erwähnte, dann mit verschiedenen Lederbändern, verschiedenen Schließen zu kombinieren und das eben auf die jeweiligen Outfits anzupassen. Ich hoffe, der Funke ist übergesprungen und ihr versteht jetzt und vielleicht teilt ihr jetzt sogar meine Faszination für die Marke Cartier. Das war natürlich nur ein kleiner Einblick in meine Gefühlswelt bezüglich dieser Marke. Ganz viele emotionale Erinnerungen, freundschaftliche Beziehungen und natürlich auch ja, Karriere hängen für mich an dieser Marke und ich verbinde nicht alles, aber sehr, sehr, sehr viel damit. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt diese Faszination ein wenig teilen. Wenn ihr die Uhren, die ihr hier gesehen habt, schön findet, wenn sie euch interessieren und ihr vielleicht sagt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mir selbst eine Cartier zuzulegen, meldet euch gerne bei mir. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Liken und abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.